Der Marktplatz des Microsoft Flight Simulators 2024 wird einmal komplett überarbeitet. Auf der Flight Sim Expo 2024 in Las Vegas gab es erste Eindrücke und Informationen dazu. Für mich Grund genug, auf das bisher Gezeigte einmal einen genaueren Blick zu werfen und damit hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Andi, schön, dass du da bist. Hi! Um zu verstehen, weshalb für den InSim-Marktplatz im 2024er bestimmte Entscheidungen getroffen werden, sollte man in etwa ein Bild davon haben, was im 2020er bisher geschah. Und so sehen wir hier beispielsweise, auf welchen Plattformen die User unterwegs sind. Auf der Zeitleiste von Juli 22 bis Mai 24 sind die meisten Pilotinnen und Piloten am PC unterwegs. Direkt dahinter liegen die Xbox-User. Auch schön sind hier die Spitzenzeiten jeweils im Herbst-Winter zu erkennen. Und zu guter Letzt noch die xCloud-User. Anfangs noch sehr stark, fällt diese Kurve auffällig ab. Als nächstes werfen wir mal einen Blick darauf, auf welcher Plattform denn am InSim-Marktplatz am meisten Geld ausgegeben wird. Um die Gründe für die Spitzen zu erklären, wurden die jeweiligen Verkaufsaktionen mit angegeben. Die über den gesamten Zeitraum aufgezeichnete stärkste Plattform ist hier Steam am PC, dicht gefolgt und mittlerweile sogar überholt wurde diese jedoch von Xbox. Wenn man einen Blick darauf wirft, wie viel die Pilotinnen und Piloten bereit sind, für einen kostenpflichtigen Zusatzinhalt auszugeben, so liegen 58%, also über die Hälfte, bei einem Preis von bis zu 49,99 €. Der errechnete Idealpreis, den User bereit sind auszugeben, liegt im Übrigen bei ca. $15. Was wird denn so gekauft? In erster Linie Flugzeuge und Flughäfen. Unter andere fallen beispielsweise Inhalte wie Lackierungen, für Weltverbesserungen bleiben dann noch 16% und für Aktivitäten 3% übrig. Werfen wir jetzt mal einen Blick darauf, wie sich denn dieser ganze Umsatz auf die jeweiligen Plattformen verteilt. Zu Release 2020, klar, hat sich das Ganze ausschließlich auf PC verteilt, da die anderen Versionen noch im Hangar standen. Als 2021 dann der Microsoft Flight Simulator auch auf Xbox abhob, betrug der Umsatzanteil im ersten Jahr bereits 22%. 2022 kam dann mit 5% xCloud dazu, Xbox stieg auf 32%. Auch im letzten Geschäftsjahr konnte sich hier Xbox nochmals steigern und ist inzwischen mit 36% Umsatzanteil die stärkste Einzelplattform. Klar ist, ein profitorientiertes Unternehmen muss diese Umsatzentwicklung in die zukünftigen Planungen selbstverständlich mit einbeziehen. Klar ist auch, rechnet man die Umsätze für Windows 10 und Steam auf PC zusammen, bleibt PC die stärkste Plattform. Aber hey, wie sich Xbox entwickelt, das ist schon stark. Wie sieht denn nun zukünftig der InSim-Marktplatz im Microsoft Flight Simulator aus? Oben links sehen wir zwei Reiter, einmal den Marktplatz selbst und direkt daneben einen Bereich, in dem ihr Inhalte findet, die ihr bereits besitzt. Auf der rechten Seite oben sehen wir neben dem Spielerbild einen Levelbereich, es wird also ein Levelsystem geben. Daneben finden wir eine Punktzahl, ich glaube Flugstunden werden das nicht sein, gefolgt von einer Benachrichtigungsglocke und einem Mehrspielersymbol. Danach kommt ein kleines Zahnrädchen, vermutlich für Einstellungen, eine kleine Flight Sim Einkaufstasche, in der vermutlich Dinge liegen, bevor ihr sie kauft und am Ende eine Sprechblase für ja, gute Frage. Eine Suchleiste in der Mitte, um Dinge zu finden und rechts daneben ein Bereich für die Wunschliste. In der Mitte finden wir dann die Kategorien, in die sich die jeweiligen Inhalte einsortieren. Weiter unten finden wir dann auf den User bezogene Inhalte unter anderem, denn das Ganze lässt sich dann hier auch weiter nach unten scrollen, um zu weiteren Bereichen zu gelangen. Ebenfalls hier gut zu erkennen, es wird Angaben dazu geben, um welchen Inhalt es sich handelt, also ob es sich um einen 2024 oder 2020er Inhalt handelt. Das ist auch im nächsten Bild nochmal ganz schön zu erkennen. Hier hat man scheinbar auf der Seite dann ganz nach unten gescrollt. Hier sieht man dann die Bereiche, die zuletzt angeguckt wurden, beziehungsweise auch die Wunschliste. Und auch hier ist dann an der jeweiligen Jahreszahl, also 2020 und 2024 zu erkennen, aus welcher Version des Microsoft Flight Simulators der jeweilige Inhalt ursprünglich stammt. Den Bereich hier oben mit den Inhalten, die ihr bereits besitzt, hatte ich vorhin schon mal angesprochen und der wird im nächsten Bild genauer gezeigt. Zum einen habt ihr hier die Möglichkeit, eure bereits gekauften Inhalte einmal zu filtern. Außerdem seht ihr hier bereits weiß eingekreist, wieder aus welcher Version der Inhalt stammt, um welchen Inhalt es geht, ob ein Update für den Inhalt verfügbar ist und ob er installiert ist oder nicht. Mit diesem kleinen Haken hier hinten kann man Inhaltspakete scheinbar aufklappen.
Wenn man sich nun für einen Artikel interessiert, dann wurde das Ganze anhand des Beispiels der V35B Bonanza gezeigt. Und hier gab es jetzt zwei Möglichkeiten. Einmal den Erstkäufer, der das Ganze neu kauft für $14,99 und einmal ein Upgrade, also falls man die Maschine schon hat, für $3,99. Jetzt stellt sich für jemanden, der für den Flight Sim 2020 die Maschine bereits gekauft hat, natürlich die Frage, muss ich denn jetzt für jeden Inhalt, den ich mir dort gekauft habe, um ihn im 2024er nutzen zu können, erneut bezahlen und sei es nur für eventuelle Upgrades? Ja, und diese Entscheidung legt Microsoft in die Hände der Entwickler, denn diese können selbst entscheiden, ob sie für die Upgrades ihrer Inhalte Geld verlangen, ja vielleicht sogar müssen, durch diesen Mehraufwand oder nicht. Beispiele für kostenlose Zusatzinhalt am InSim-Marktplatz gibt es. Microsoft selbst veröffentlicht regelmäßige World- und auch City-Updates, die komplett kostenlos sind. Jetzt gibt es Entwickler und ich nenne gerne Namen. PMDG sagt zum Beispiel, man könne keine kostenlosen Zusatzinhalte am Marktplatz veröffentlichen, das kann nur Microsoft. Warum schafft es denn aber dann zum Beispiel Parallel 42 genau das zu tun? Und das nicht nur auf PC, sondern auch für Xbox. Also was ist denn da jetzt dann richtig und wer versucht eventuell nur zusätzlich Geld zu verdienen? Auch die Aussage, dass zum Erscheinungstermin im Marktplatz mindestens $4,99 genommen werden müssen, ist schlichtweg nicht richtig, wie ein Blick in aktuelle Neuveröffentlichungen zeigt. Es gibt einige sehr starke Entwickler, wie zum Beispiel FS Reborn oder Miltech Simulations, um nur zwei zu nennen, die bereits jetzt kostenlose Updates bereits gekaufter Versionen für den 2024er angekündigt haben. Wenn ich mir diesen Kollegen hier, den ich über die Suchfunktion gefunden habe, jedoch angucke, dann weiß ich jetzt schon, was auf die Xbox-User zukommen wird, die nicht auf kostenlose externe Inhalte externer Seiten zugreifen und in einen Community-Ordner verschieben können, nämlich massenweise für den 2024er geringfügig abgeänderte Lackierungspakete für jeweils $4,99 mit jeweils 3 Lackierungen. Der Punkt ist, an jedem kostenpflichtigen Inhalt verdient Microsoft ja mit. Hier die richtige Balance zu finden, nicht nur im Sinne der Community, sondern auch der guten Entwickler, sollte der Anspruch an einen verbesserten Microsoft Flight Simulator 2024er Marktplatz auch für Microsoft sein. Teilt gerne eure Meinung zu diesem Thema unten im Kommentarbereich. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst mir sehr gerne wieder ein Däumchen und, falls noch nicht geschehen, zur Unterstützung dieses Kanals ein kostenloses Abo da. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen, wünsche euch eine gute Zeit und bin raus.